Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mal etwas ganz anderes. Und zwar hat mich die Firma De Agostini angesprochen, ob ich für sie mal ein Produkt von ihnen vorstellen könnte. Ich habe gesagt, ja warum nicht? Es geht ja ums Thema Modellautos und gleich als Disclaimer vorweg, ja, ich bin dahingehend natürlich bis jetzt sehr offen gewesen. Wer meine Beschreibung in den Videos kennt, der weiß, dass ich bis jetzt alles, was ich vorgestellt habe, ja auch selbst gekauft habe, teilweise neu, teilweise gebraucht. Und ich gesagt habe, falls es irgendwann mal Werbung gibt, ja, entweder bezahlte oder wo ich was bekomme, dann teile ich euch das mit. Und deswegen seht ihr hier auch irgendwo den Begriff Werbung. Ich habe wie gesagt ja gesagt. Und wir schauen mal schnell rein, was drin ist. Papier. Und ihr könnt schon sehen, es handelt sich um Modellautos. 1, 2 und 3. Na, mal so drauf. 3 Modellautos im Maßstab 1:43. Und die alle 3 sind auch aus Metall. Aber zu denen kommen wir gleich noch. Zusätzlich gibt es dazu offenbar auch ein Magazin zu jedem Modell. Moment. Ja, hier. Die habe ich auch mit dazu bekommen. Das sind nämlich die 3 ersten Ausgaben, die man von dieser Sammlung, die Sie übrigens hier wieder sehen könnt, Volkswagen offizielle Modellsammlung nennt. Die Magazine sind wie gesagt mit dabei. Gucken wir gleich nochmal rein. Und wir gucken uns schnell mal die Modelle an. Fangen wir am besten mal mit dem ersten an. Und zwar könnt ihr sehen, das ist ein Käfer von 1950 in einer schönen Farbe, finde ich. Und die kommen in so einer Pappverpackung mit Blisterfolie. Hier seht ihr nochmal offiziell von VW lizenziert. Da muss ich einen Kritikpunkt loswerden. Es gibt natürlich 50-50 von Modellautosammlern, denen ist das zwar egal, wie die Verpackung ist, ja. Und andere ist das sehr, sehr wichtig, dass die beibehalten bleibt, also dass die nicht kaputt geht. Und hier muss man sie leider kaputt machen beim Öffnen. Das ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt von mir. Aber man muss fairerweise dazu sagen, hier drin befindet sich auch dieses Display, Hartplastik-Display und der Sockel, wo man das Auto drauf befestigen kann. Ja. Und ich würde sagen, ich packe jetzt einfach mal einen Wagen für euch aus und wir schauen uns das Ganze mal an. So, ich habe jetzt mal den ersten Wagen ausgepackt. Und zwar, wie gesagt, das ist der Käfer. Ja, VW Käfer von 1950. Sieht man auch nochmal hier schön auf dieser Zeitschrift bzw. Magazin. Und ja, hier gefällt mir übrigens sehr gut, dass im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, ein kleines Foto ist. Der Displaybox. Hier hinten noch Volkswagen. Das ist eine schöne Idee. Könnten eigentlich auch andere Hersteller machen, finde ich. Sieht gut aus. Und ja, wir machen mal die Sache auf. Und ich stelle das Ganze jetzt mal woanders hin. So, und wir schauen uns mal den Wagen an. Und ich würde sagen, ja, wer keinen Käfer kennt, lebt offenbar in einem anderen Zeitalter. Ich meine, dieser Wagen ist bekannt für deutsche Autogeschichte. Wie sein Produzent natürlich auch. Und ja, wer jetzt eine Sammlung eröffnen möchte oder sagt, er hat noch keine VW-Sammlung, da wäre das wahrscheinlich die beste Gelegenheit, jetzt einzusteigen. Denn wie gesagt, De Agostini macht eine ganze Serie von denen. Und hier haben wir die ersten 3 Ausgaben. Und wir können sehen, wie gesagt, der erste ist mit dem Käfer, die zweite ist mit dem VW GTI. Ja, den gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und die dritte Ausgabe mit dem VW-Bus, der T1 von 1956. Und De Agostini hat mich gefragt, ob ich die ersten 3 Serien bzw. Ausgaben mal vorstellen möchte. Und wie gesagt, das mache ich jetzt auch mal. Also ihr könnt sehen, das Modell ist, wie ich finde, überhaupt nicht schlecht verarbeitet. Also es gefällt mir ganz gut, bis auf die Sache hier, ihr könnt schon sehen, die Nummernschilder, ja, also das Nummernschild hängt schief. Und das ist mir bei dem Golf GTI auch aufgefallen. Ja, es hängt leicht schief. Also hier nicht so schlimm. Und bei dem Bus auch nicht.
Aber beim Käfer ist es relativ, ja, relativ schief. Ja, das ist der Brezelkäfer, wie ihr sehen könnt. Und die Autos sind, wie De Agostini auch sagt, wie gesagt im Maßstab 1:43 und aus Metall. Und das finde ich natürlich ganz besonders interessant, weil ich hatte jetzt bis jetzt noch nicht so viel Kontakt mit den Modellen von De Agostini und ich hatte immer gedacht, das sind Plastikmodelle. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in jeder so Serie so ist, aber wie gesagt, in dieser Serie Volkswagen, offizielle Modellsammlung, wie gesagt, nennt sich das, die sind alle aus Metall gefertigt und natürlich Kunststoff, ist klar, aber die Karosserie ist, ja, aus Metall. Zinkdruckguss, würde ich mal sagen. Undetailliert, wie gesagt, ist der Wagen nicht. Ja, wie ihr sehen könnt, Scheibenwischer sind dran, Innenspiegel ist auch sogar dran. Na, der Fokus spinnt heute mal wieder. Die Scheinwerfer sind eigentlich auch ganz gut gemacht. Hier die Chromleiste auf der, ja, ich wollte gerade sagen Motorhaube, aber Motorhaube ist ja nicht beim Käfer, denn der Motor befindet sich ja hier hinten. Und ja, die Seite ist auch gut gemacht, die Reifen, ja, so wie im Originalen. Wir können es ja hier sehen, ne? Das ist im Prinzip das echte Fahrzeug. Und so sieht auch der Wagen aus, ne? Schauen mal rein. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ist also in keinster Weise irgendwie ja, komisch und billigst gemacht. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar ziemlich detailreich. Und das für den Preis, muss ich schon sagen, es ist okay. Also da kann man wirklich nicht so viel meckern. Ihr kennt ja, ich sammle ja eher höherpreisige Fahrzeuge und Modelle. Bin daher auch anderes gewohnt, aber ich, wie gesagt, kann hier nicht finden, dass das jetzt Übermaß viel schlechter ist als bei anderen. Ja. Also wie gesagt, nur Details halt, wie gesagt, ein schiefes Nummernschild. Aber das kann auch bei anderen Modellen passieren. Sollte zwar nicht, aber kann. Ansonsten, also mir gefällt das Modell. Und mir gefallen auch die anderen Modelle. Ich habe sie jetzt nur noch nicht ausgepackt, weil ich irgendwie, ja, das finde ich schade. Wie gesagt, ihr kennt mein Tick, ich lasse gerne Verpackungen zu. Und dennoch habe ich gedacht, sonst wird das hier alles so unübersichtlich. Und das ist also wieder, wie gesagt, der Golf GTI von 1978. Ja, der erste GTI in diesem schönen GTI Rot. Und hier die Sitze, ne, in dem bekannten Muster. Auch sehr schön, ja. Das gefällt mir richtig gut. Das Heck, wie gesagt, das Nummernschild leicht schief, aber hier durchaus zu verkraften. Und auch die kleinen Aufdrucke könnt ihr sehen, ja, Volkswagen. Und unten der Auspuff. Auch wieder mit einem schönen Hintergrundbild. Also gefällt mir richtig gut. Und also auch wie gesagt, auch aus Metall. Und schauen wir mal den VW-Bus an. Und der ist auch, ja, sehr schön. Vorne das große VW-Logo. Scheibenwischer sind dran, Rückspiegel. Und hier Lüftungsschlitze sind auch dran. Nicht angemalt, sondern wirklich graviert bzw. ja, haptisch fühlbar. Die Rückseite. Und ja. Und jetzt schauen wir uns mal die dazugehörigen Magazine an. Natürlich werde ich die jetzt nicht durchblättern, denn sonst ist es ja im Prinzip schon Überraschung passé. Ich fange einfach mal mit dem Heft an von dem VW Käfer, also die erste Ausgabe. Und die Zeitschriften sind so aufgebaut, dass wir zuerst eine Abteilung legendäre Modelle haben, wo im Prinzip generell über das Auto geschrieben wird. Ja, Informationen, Anekdoten, technische Geschichten, technische Fakten auch natürlich. Ja. Und dann kommt der Abschnitt ein Lebensgefühl. Ja, also bei jedem Fahrzeug wird offenbar hier ein Abschnitt des Lebensgefühls. Das zeige ich auch gleich mal ein Beispiel dazu, weil bei jedem Kultfahrzeug gab es ja irgendwie so eine Aussage, so ein Lebensgefühl, was man hatte. Und zum Schluss, in jedem Heft wird die Volkswagen-Chronik im Prinzip ausgearbeitet oder geschrieben. Und das geht los im ersten Produktionsjahr, beziehungsweise wo die Firma Volkswagen noch ganz am Anfang stand, bis heute zum großen Konzern. Und in jedem Heft sind ein paar Jährchen geschrieben.
Finde ich gar nicht schlecht und sehr interessant. Und ach so, nochmal zum Heft. Wie ihr sehen könnt, das ist Hochglanz, ja, schön haptisch, das gefällt mir ganz gut. Ich bin sowieso jemand, der bei Lesematerial die Haptik sehr wichtig findet. Also wenn das so ein komischer Stoff wäre oder Papier, ja, am besten noch Recyclingpapier, ne, das wäre nicht schön. Ja, so ist es sehr wertig. Und ich zeige euch mal kurz, was ich meinte mit Lebensgefühl. Da, hier zum Beispiel. Ja, mein liebster Volkswagen. Mit einem Bild, wo gerade die Leute ihr ersten Volkswagen wahrscheinlich gerade waschen. Und hier die Autosparkasse. Ja. Sparen auf den automobilen Traum. Falls jemand das noch kennt, dann weiß er Bescheid, was das ist. Und ansonsten müsste er es hier drin lesen. Ja. Viel mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Ich kann euch vielleicht noch zeigen, wie das dann aussieht mit der VW-Chronik, ja, da steht dann immer hier. Und hier geht es dann los mit den entsprechenden Jahreszahlen. Also hier 1904 bis 1933 und dann in der zweiten Ausgabe geht es dann weiter mit dem Golf GTI und ab der Jahreszahl, die hier geendet hat in Ausgabe 1. Ne, und wie gesagt, wir haben zu jedem Fahrzeug so ein Magazin. Könnt ihr nochmal reinschauen. Mal einmal aufschlagen hier. So, hier zum Beispiel haben wir den Golf und dazu technische Daten, ja, also, ne. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, denn das soll ja dann für die Leute sein, die da Interesse haben, das zu bestellen. Wie gesagt, ich finde die Sache gar nicht schlecht. Wer jetzt noch keine VW-Modelle hat, kann hier, sage ich mal, loslegen. Wie gesagt, sind alles 1:43 Modelle. Die kommen, wie gesagt, ich glaube alle 14 Tage. Hier haben sie mir nochmal so eine Broschüre gegeben für die ganze Sammlung. Können wir auch nochmal reinschauen. Ja, hier, Lebensgefühl, VW-Bus, ne? Als Campingfahrzeug. Oder hier, das finde ich ganz besonders schön, hier in so einem schönen See. Richtig retro, wie die heutige Jugend sagen würde, ne? Und hier haben wir zum Beispiel Fahrzeuge, die eventuell noch kommen, beziehungsweise was heißt eventuell, je nachdem, ob ihr die bestellt oder nicht. Also die werden auf jeden Fall noch erscheinen und viele mehr steht unten drin. Also was haben wir hier, ne? Der Karmann Ghia, ne? Auch legendäres Fahrzeug. Dann hier, den Wagen kennen bestimmt auch noch einige von euch, der erste Passat. Und natürlich das Golf Cabrio. Ja. Kommt alles zu euch nach Hause. Hier hinten gibt es dann noch Geschenke, wenn man ein Premium-Abonnement abschließt. Also falls ihr Interesse habt, ich habe euch unten in der Beschreibung einen Link eingefügt. Da kommt ihr auf die Seite von De Agostini, da könnt ihr bestellen. Und die haben mir noch einen Code gegeben, den ihr bei der Bestellung angeben könnt. Ich blende den mal hier ein. Und zwar, wenn ihr das bestellt, das Abonnement, da bekommt ihr ein Geschenk. Ja, und zwar ein Modell in Maßstab 1:24 vom Golf GTI, wurde mir gesagt. Das finde ich gar nicht schlecht, oder? Könnt ihr euch ja überlegen. Wie gesagt, das ist jetzt hier keine Kaufaufforderung, sondern ein kleiner Geschmack für, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht den ganz großen Geldbeutel, der jetzt, sage ich mal, pro Monat Dutzende Modellautos kauft. Was ich übrigens auch nicht tue, ne? Aber es gibt Leute, die kaufen ja sehr, sehr viele Modellautos. Und wie gesagt, für einen schmalen Geldbeutel ist das hier eventuell eine feine Sache. Ja. Abschließend, wie gesagt, gibt es nur zu sagen, ich bedanke mich für De Agostini. Wie gesagt, ich darf das Set behalten, die ersten 3 Ausgaben. Ich habe jetzt kein Geld dafür bekommen. Wie gesagt, ich darf die behalten einfach. Und die werden auf jeden Fall mit in die Sammlung reinwandern oder aufgenommen. Einen Käfer hatte ich schon in meiner Sammlung. Den werde ich auch noch auf meinem Kanal vorstellen. Aber einen Golf GTI und einen VW-Bus hatte ich bis jetzt auf jeden Fall nicht. Also, schreibt mir mal gerne eure Gedanken hierzu. Findet ihr das Ganze interessant? Wie gesagt, Link dazu ist in der Beschreibung. Da kommt er zur Bestellung. Und ja, Promocode nicht vergessen. Ich blende ihn nochmal ein. Also falls ihr bestellt, gebt den Code mit an.
denn da gibt es auf jeden Fall noch ein Geschenk dazu. Das wollt ihr ja wahrscheinlich nie verpassen. Für alle anderen sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.